Luftfluss, offener Klang und gleichzeitig noch Höhentraining. Heute zeige ich dir eine Übung, mit der du bewirkst, dass auch deine höheren Lagen, wenn du dich im Höhentraining befindest, einfach vom Sound her voller und einfach einen guten Klang haben. Wichtig ist hier ja immer, dass wenn wir nach oben gehen, wir nehmen jetzt einfach mal sporadisch das Ziel als den Zielton C3. Und hier ist es eben wichtig, dass wir das offen gestalten. Ne? Ihr kennt es vielleicht auch, dass ihr nach oben geht und rausdrückt, hier alles eng macht, die Luft fließt gegen Blockaden, unser Atemapparat ist eingeengt. Und wenn ihr das einmal macht, fühlt sich ja auch dementsprechend alles eng an. Beim Trompete spielen wäre es wichtig, dass wir hier für Offenheit sorgen, beziehungsweise für einen offenen Kanal in unserem Hals, beziehungsweise auch für keine Verkrampfung oder eine zu große Anstrengung, damit eben die Luft gut rausfließen kann. Also, wenn wir jetzt zum Beispiel mal dieses C3 nehmen und wir spielen es mal wirklich mit viel Kraftanstrengung, dann ist es natürlich eng, dünn, es flattert auch so, es hat keinen Tonkern, es ist irgendwie eine Frequenz, die wir der Trompete aufzwängen und hoffentlich mit viel Daumendrücken ist es dann auch die Frequenz von C3. So, aber natürlich möchte ich meinen Ton da oben nicht immer auf diese Art und Weise spielen, sondern ich möchte trainieren, damit der Ton einfach rund wird vom Sound, trägt und einfach sich angenehm anhört. So, jetzt habe ich ja insgesamt verschiedene Möglichkeiten. Ihr seht hier schon einige Sachen aufgebaut, aber ich zeige euch die erste Möglichkeit anhand von unserer Trompete mit dem Mundstück. Ich nehme jetzt das Mundstück zwischen meine Lippen, lasse aber auch hier die Seiten offen. Das heißt, ich dichte nicht ab zum Mundstück. Und ihr seht, die Luft kann hier überall entweichen. Und ich drücke die Luft aktiv raus. Ihr werdet merken, was unten im Bauch passiert. Das ist richtig so eine Pumpe, die da passiert. Das ist ein richtiges aktives Luft nach außen bringen. Und wenn ich jetzt die Lippen noch schließe, mit dem Mundstück den Ansatz forme, habe ich insgesamt oben schon wesentlich mehr Power. Ich kann den Ton im Fortissimo spielen, ich kann aber auch im Piano anspielen, überhaupt kein Problem. Weil ich einfach mir bewusst gemacht habe, das ganze Kraftwerk arbeitet mich und unterstützt mich eben in meiner Höhe. Probiert das gerne mal aus, am besten hier Pause drücken und direkt ausprobieren. Ansonsten kennt ihr bestimmt so das ein oder andere Trainingsgerät, das uns auch dazu bringt, einfach viel Luftmenge zu kontrollieren und nach außen zu bringen. Das einfachste Beispiel hier ist natürlich unser Stück Schlauch. Da geht es einfach darum, dass der Kehlkopf sich weitet. Also wenn du merkst, dass du die Töne aus dem Hals rausdrückst, Schlauch, ein Stück Schlauch ist hier auf jeden Fall das Richtige für dich. Oder es gibt ja auch den Teach Air, den kennt ihr bestimmt auch. Der hat hinten so ein paar Rillen für unsere Schneidezähne. Kann man sehr gut verwenden. Man merkt auch hier, was im Bauch unten passiert, im Bauchraum, was da unten an Muskulatur aktiv beteiligt ist beim Ausatmen. Also man bekommt ein Bewusstsein, was tief unten in unserem Körper passiert. Wunderbar. Zeitgleich habe ich auch ein Gefühl, weil ich hier mit den Lippen sehr gut abschließen kann, welche Luftmenge hier kontrolliert nach außen strömt. Und das ist einfach auch ein gutes Trainingsgerät. Klein, leicht, kompatibel. Nicht ganz günstig, aber es lohnt sich definitiv. Andererseits kann man hier natürlich auch so eine Kugelschreiberhülse verwenden. Die ist vorne ja auch enger, eventuell schneidet man die ab. Und hat auch hier ein ähnliches Trainingseffekt. Und pass aber immer auf, dass die Öffnung nicht zu eng ist, weil dann drückt man wieder zu viel Luft in diese Hülse und man hat das Problem, dass der Hals da eventuell zugehen kann. Was auch sehr gut ist, ist hier der Astra. Da trainiert man letztendlich, dass hier die Kugel schwebt, hat also automatisch noch eine Visualisierung. Dann macht man das Mundstück eben auf das Trainingsgerät und dann pustet man Luft rein, kein Buzzing übrigens. Und dann schwebt die Kugel. Man hat hier verschiedene Gewichte und somit auch visualisiert sich hier sehr gut den Trainingsfortschritt. Es gibt noch andere Trainingsgeräte, Atemgeräte. Unzählige gibt es da am Markt. Letztendlich geht es darum, bewusst einzuatmen, bewusst auszuatmen. Und mir ist es immer vor allem wichtig, zwischen diesen beiden. Wie fühlt sich erstens mal das Trainingsgerät in der Verwendung an? Ist es schwer oder ist es leicht, also von der Gewichtung her? Und während dem Ausatmenprozess geht es darum, eine große Luftmenge nach außen zu bringen. Hier hat man wieder das Ziel, sich weiten, aufmachen alles.
Und wenn ich zum Beispiel beim Teach Air bin oder bei dieser Mundstückübung, da geht es einfach darum, dass man kontrolliert Luft nach außen bringt, mit dem Luftdruck arbeitet und sich vor allem auch bewusst macht, was passiert in unserem Oberkörper, während ich ausatme. Und dann natürlich ganz wichtig, es sollte immer möglichst nahe an unserem Trompetenspiel sein. Das heißt, wenn ich diese Übung mache, direkt die Umsetzung an der Trompete. Immer die direkte Umsetzung auf der Trompete ist möglich. Das heißt, ich muss jetzt nicht ein Trainingsgerät weglegen, die Trompete vom Boden aufheben, sondern ich kann Ansatz machen und sofort loslegen. Da vergehen keine 2-3 Sekunden. Und das finde ich immer sehr, sehr praktisch, dass man eben nicht große Aktion zwischendrin hat, sondern 1:1 umsetzen kann. Zum Beispiel auch mit dem Burp ist es möglich. Ne? Man steckt einfach dann das Mundstück oder den Mack gibt es ja auch am Mundstück dann direkt befestigt. Dann kann man einfach schnell umstecken und sofort wieder ins Trompete spielen kommen. Probier solche Übungen gerne mal aus und schreibe in die Kommentare, wie es bei dir funktioniert. Machst du Atemübungen, um eben oben in der höheren Lage schöne runde Töne zu produzieren? Oder wie gehst du vor? Was ist deine Strategie? Schreib das gerne in die Kommentare. Ansonsten gerne ein Like und Abo da lassen. Wir sehen uns nächste Woche zu einem neuen Video rund ums Trompete spielen. Bis dahin, ciao, euer Nico.